Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Thema, mit dem ich mich das letzte halbe, dreiviertel Jahr ausgiebig beschäftige, mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema Capsule Wardrobe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Auf jeden Fall finde ich das super spannend. Seit Jahren miste ich unsere Wohnung regelmäßig aus, versuche die sehr minimalistisch zu halten. Und das Gleiche versuche ich seit kurzem mit meinem Kleiderschrank. Ich hatte immer unglaublich viel in meinem Kleiderschrank. Der ist fast geplatzt. Alle Hänger waren voll, alle Schubläden waren voll und trotzdem wusste ich jeden Tag nicht, was ich anziehen soll. Und dann bin ich irgendwann auf dieses Topic gestoßen und das versuche ich umzusetzen. Ich habe das Gefühl, es ist ein ganz schön langer Prozess, aber wahrscheinlich auch ein stetiger, immer wiederkehrender Prozess, weil manche Sachen ja alt werden, man sie nicht mehr trägt. Aber auf jeden Fall möchte ich euch heute zeigen, was in meiner Capsule Wardrobe ist, wie ich sie aufgebaut habe. Dafür habe ich eine Step-by-Step-Anleitung für euch zusammengestellt und vielleicht auch noch, wie die Sachen zusammen angezogen aussehen. Als allererstes, was ist eigentlich so eine Capsule Wardrobe? Also auf Deutsch soll das eine Mini-Garderobe sein, ein Kleiderschrank mit wirklich ausgewählten Kleidungsstücken. Dazu gehören Oberteile, Unterteile, Jacken, Hosen, Schuhe. Was ausgenommen ist, sind so Accessoires, Schmuck oder Sportsachen, Hüte, solche Teile. Bei der Capsule Wardrobe ist das Prinzip darauf angelegt, dass alle Teile zusammenpassen. Man kann also fast alles im besten Falle miteinander kombinieren und unglaublich viele Styles und Outfits aus diesen wenigen Teilen erschaffen. Dafür sollen die Farben immer sehr gut zusammenpassen, was oft sehr beigig, weiß, schwarz, grau, minimalistisch ist. Und das war immer so ein Ding, was mich abgeschreckt hat. Was es bei mir nicht ist, ich habe ganz viele extravagantere Teile, sage ich das mal, also für, wenn man das mit einer Capsule Wardrobe vergleicht, also kaum einfache T-Shirts. Ich habe viele Muster, viele bunte Sachen und ich zeige euch, wie ich das kombinieren konnte in meiner Capsule. Bei dem Prinzip, bei der Herangehensweise von der Capsule Wardrobe geht es darum, dass die Sachen langlebig sind, am besten von höherer Qualität und man die nicht so oft neu kaufen muss oder austauschen muss, weil sie kaputt gehen oder sich abnutzen. Dieses ganze System soll einem einfach den Alltag vereinfachen, den Morgen vorm Kleiderschrank verkürzen und man soll dabei trotzdem noch besser angezogen aussehen als mit unglaublich vielen Teilen im Kleiderschrank, weil man halt auch ein bisschen nachdenken muss, was passt mit welchem Teil zusammen und man einfach auch wieder ein bisschen mehr einen Fokus darauf legt, was ist einem selber wichtig, was ist das Wesentliche und woran sehe ich gut aus. Außerdem, und das ist ein richtig großer Punkt für mich, wird es einem gespiegelt, wie sein eigenes Konsumverhalten ist. Und ich muss sagen, ich habe immer wieder kontinuierlich Kleidung gekauft, um meinen Kleiderschrank zu optimieren, um den Trend nachzugehen. Das habe ich irgendwo gesehen und gekauft und gekauft. Und ich selber habe mich innerlich immer mehr unwohl mit diesem Verhalten gefühlt. Und ich glaube, deswegen bin ich auf diesen Trend irgendwie dann gestoßen, weil ich überlegt habe, wie kann ich das irgendwie minimalisieren, vereinfachen, meinen Konsum runterschrauben. Also eine echt moderne, nachhaltige Sache oder ein toller Modetrend, diese Capsule Wardrobe, weil die eben verhindern soll, dass man in diesem Social Media Zeitalter, in dieser Welt zu sehr auf Konsum getrimmt wird. Tolle bei der Capsule ist dabei, dass man während des Prozesses seinen eigenen Stil wiederfindet, den ein bisschen präziser macht, ohne dabei sich zu sehr einschränken zu müssen, weil man das ja unglaublich gut kombinieren kann alles. Und man sagt, dass es eine Capsule für jede Jahreszeit gibt, also so circa alle 3 Monate kann man da ein bisschen was anpassen an der Capsule. Also wenn man vor allen Dingen in einer Klimazone lebt, wo es 4 verschiedene Jahreszeiten gibt, ist das auch einfach sinnvoll und praktisch. Und jetzt folgen die 9 Schritte, die ich angewendet habe, um meine eigene Capsule Wardrobe zu erstellen. Step Nummer 1 ist, was ist in meinem Schrank? Also bevor ihr jetzt online shoppt, neue Teile kauft oder einkaufen geht,
guckt erstmal, was habt ihr schon in eurem Schrank. Die Lücken kann man dann später auffüllen. Dann schaue einfach, was trägst du wirklich, was trägst du regelmäßig und was eben nicht. Und dann teile das in 3 Haufen. Also in den Ich lieb's Haufen, ich mag's nicht und vielleicht. Also 3 Haufen, vielleicht packst du dir alles aufs Bett und sortierst mal deinen gesamten Kleiderschrank. Das kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, wenn man das erste Mal macht und einen richtig vollen Schrank hat. Aber so siehst du, was du hast und dann kommt danach nur noch das in deinen Kleiderschrank, was du wirklich behalten willst. Schritt 2 ist der Ich lieb's Haufen. Also der Favoritenhaufen mit all deinen Sachen, die du wirklich regelmäßig und oft trägst. Sachen, die dir stehen, Sachen, die dir gefallen, Sachen, in denen du dich wohlfühlst, Sachen, die bequem sind, die nicht drücken, die nicht einschnüren und Sachen, die auf jeden Fall nicht kaputt sind. Oder Sachen, die dich richtig glücklich machen. Wenn dieser Haufen steht, hänge nur diesen Haufen zurück in deinen Kleiderschrank. Dann ist das schon mal safe. Das sind so deine Pieces, die du auf jeden Fall behalten möchtest und die du gerne und täglich trägst. Vielleicht ganz kurz zum System im Kleiderschrank. Ich selber versuche nur meine Sachen zu hängen. Also ich habe all meine unteren Fächer leer gemacht und es wirklich geschafft, in den letzten 9 Monaten einfach keine vollen Schubladen mehr zu haben und wirklich alles, auch meine Hosen, zu hängen. So habe ich alles richtig gut im Überblick und muss nicht nach jedem Teil suchen. Auch wenn ich vorher schon sehr organisiert die Sachen immer gefalten habe und von oben rauf gucken konnte, fällt es mir jetzt noch einfacher, die Teile nebeneinander hängen zu sehen und so die Teile vielleicht auch mal aneinander zu halten, gucken, ob die farblich zusammenpassen und so meinen täglichen Look rauszusuchen. Was noch besonders schön ist und einfach für ein bisschen mehr Klarheit sorgt, sind gleiche Hänger. Also sucht euch am besten ein paar günstige Hänger, die alle den gleichen Look haben. Schwarz, weiß, braun, aus Holz. Und dann ist das so ein kleiner i-Tüpfelchen, ein kleines i-Tüpfelchen für euren Kleiderschrank. Dann ist der nächste Haufen der Ich mag's eigentlich nicht Haufen. Da kommt alles rein, was du nicht trägst, was dir nicht steht, was vielleicht kaputt ist und du es einfach nicht aussortiert hast. Oder Sachen, in denen du dich richtig unwohl fühlst, wo du am Ende des Tages einfach raus willst, wo du vielleicht stinkst, weil das eine schlechte Qualität ist oder es zwickt, es einengt. Die Sachen kannst du aussortieren. Und jetzt kommen wir zum Haufen Nummer 3, den Vielleicht-Haufen. Also da kommen all die Sachen drauf, bei denen du dir natürlich unsicher bist. Das können Sachen sein, die vielleicht extrem teuer waren und du willst sie nicht weggeben. Sachen, die du geschenkt bekommen hast, aber eigentlich nicht magst. Sachen, die vielleicht eine Erinnerung mit sich tragen. Du bist da irgendwie sentimental, wenn du das weggibst. All diese Sachen, die kannst du jetzt auf diesen Haufen packen und dann ein bisschen separiert von deinem Ich lieb's Hängerpart aufhängen und dann im nächsten Monat, in der nächsten Woche einfach mal gucken, könntest du das mit einem deiner Lieblingsteile stylen? Trägst du das in dem kommenden Monat oder hast du vielleicht auch einige Teile überhaupt gar nicht vermisst? Dann kannst du die nach einem Monat einfach nochmal sortieren und die Sachen mit zu dem Ich mag's nicht Haufen packen. Jetzt kommen wir zu dem wohl schwierigsten Part für die meisten. Das ist der Part des Ausmistens. Also wirklich die Sachen gehen lassen und sich von denen verabschieden. Danke sagen, dass sie hoffentlich ein bisschen ihren Zweck erfüllt haben und dass die jetzt ein schönes neues Zuhause finden. Also ihr könnt die Sachen natürlich verkaufen, wenn ihr dafür Zeit und Muße habt. Ihr könnt die Sachen spenden, ihr könnt sie an Freunde verschenken, ihr könnt einen kleinen Flohmarkt machen, irgendwie sowas. Und dann finden die hoffentlich ein neues Zuhause und werden häufiger getragen als bei euch. Nach diesem Step habt ihr einfach weniger im Schrank, aber viel, viel mehr Überblick über dem, was ihr besitzt. Und dann steht ihr auch schon vor eurer eigenen Capsule. Ihr seht dann ganz klipp und klar, was ist euer derzeitiger Style, was sind eure Farben, was sind eure Muster, was steht euch. Das ist irgendwie richtig schön am Ende zu sehen. Man hat gleich irgendwie ein total beruhigendes Gefühl. Man sieht, wow, das ist alles weg, was im Weg war und jetzt ist man so ein bisschen enthüllt. Sein eigener Style, sein eigener Geschmack kommt so zum Vorschein und das gibt einem sehr, sehr viel Klarheit und Ruhe.
Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr den Step, der jetzt kommt, weglässt oder nicht. Jetzt kommt der Lückenfüller. Also jetzt könnte man vielleicht überlegen, okay, mir fehlt vielleicht irgendein Teil, was den Schrank, meine Kapsel ein bisschen optimiert. Irgendwelche Basics oder vielleicht doch irgendwie einen Top, was jetzt mit ausgemistet wurde, weil es kaputt war oder so, aber den Stil fandet ihr ganz toll. Also jetzt könnte man sagen, ich schaue mich mal um nach langlebigen und wirklich nachhaltigen Sachen, die gut sind für eure Haut, wo kein Plastik drin ist. Einfach tolle Sachen, mit denen ihr in eurer Kapsel lange Spaß habt. Bei mir waren das so Sachen wie zum Beispiel Schuhe. Ich hatte sehr viele Schuhe, aber immer sehr spezielle Schuhe. Und ich habe mir gedacht, ich lege selber nicht so viel Wert auf Schuhe. Ich hätte gerne einfach ein paar, die gut zu allem passen. Das waren bei mir weiße Sneaker und schwarze Boots und für den Sommer Birkenstocks. Das gleiche ist es bei mir mit Taschen. Ich hatte immer mal irgendwie Taschen, ganz kleine, ganz große, in verschiedensten Farben und habe dann in den letzten Monaten gemerkt, ich brauche eine weiße, eine schwarze und ganz toll finde ich irgendwie braun zu meinem Kleidungsstil und die wollte ich gerne in einer anderen Struktur und habe dann so eine Basque-Tasche gefunden, die wirklich zu allem passt. Also vor allen Dingen jetzt im Sommer, im Frühling, im Herbst kann man die schön wirklich zu jedem Outfit hinzufügen und gibt einfach irgendwie einen tollen Look. So verschiedene Materialien sind nicht nur beim Interior cool, sondern auch bei einem selber bei dem Outfit. Und ebenfalls Sachen, auf die ich nicht ganz so viel Wert lege, sind zum Beispiel Jacken. Also da bedarf es bei mir einfach 1, 2 Jacken, die ich gut kombinieren kann, die ich schnell rüberwerfen kann und die mit allem gut gehen. Also da ist eine schwarze Jacke natürlich super. Bei mir ist es irgendwie vor allen Dingen im Winter immer wieder ein dunkles Grün geworden, ein Khaki. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Tatsächlich schon vor meiner Capsule Wardrobe Zeit. Und jetzt folgt der vorletzte Schritt. Das ist das Wiederholen von dem, was ich euch eben alles erzählt habe. Einfach die Schritte nach 3 Monaten ungefähr wiederholen und gucken, ist irgendwas kaputt? Hat sich irgendwas von meinen Klamotten aufgelöst? Hat sich irgendwie ein kleines bisschen mein Stil geändert? Trage ich irgendwas überhaupt nicht gerne? Also einfach diese ganzen Schritte nochmal wiederholen und dann deine Capsule anpassen. Es kann natürlich auch sein, dass du einfach älter geworden bist, eine andere Lebenssituation hast und du sagst, boah, das bin überhaupt nicht mehr ich, das fühle ich nicht. Und das ist auch voll okay, dass sich dein Leben verändert, dass sich dein Geschmack verändert. Man muss nur nicht unbedingt jeden Monat mit jedem Trend mitgehen. Aber du selber darfst dich verändern. Zum Beispiel trage ich viel lockere Sachen, seitdem ich Mama bin. Ich trage viele Sachen, Kleider vor allem, die definitiv bis übers Knie gehen. Nicht, weil ich denke, dass das jetzt mehr Mama ist, sondern weil es einfach praktischer ist, wenn ich mich hinsetze mit Kind und es dann hochhebe und mein Kleid mit hochgezogen wird, dann will ich nicht, dass meine Schlüppi entblößt wird, sondern ich habe da einfach noch ein bisschen Stoff, der länger ist. Also so solche Sachen, die können sich ändern und dann kannst du deine Capsule auch immer wieder anpassen. Und ganz viele passen ihre Capsule nach den Jahreszeiten an. Ich glaube, wenn man dann aber erstmal 1, 2 Saisons drin ist, braucht man gar nicht mehr so viel. Bei mir sind in dieser Capsule für alle Jahreszeiten Kleidungsstücke involviert. Ich würde sie höchstwahrscheinlich austauschen, weil mir irgendwas anderes besser gefällt oder weil was kaputt gegangen ist. Viele gehen bei diesem Jahreszeitenwechsel nach dem Prinzip, dass sie ungefähr 2 Wochen bevor so eine Jahreszeit wechselt, ihre Capsule neu planen, sich nach ein paar neuen schönen Teilen umgucken, ein paar Sachen rausnehmen und dann fresh in die nächste Saison starten. Mal gucken, ob sich das bei mir integriert. Ich habe überlegt, dass das für mich sehr cool wäre, einfach zu sagen, 3 Monate lang kaufe ich keine neuen Teile und gucke dann einfach am Ende der Saison, ob es vielleicht was gibt, was ich neu brauche. Also einfach als kleine Challenge für mich selbst, weil für mich ein großer Faktor ist, aus diesem Konsum oder Dauerkonsum rauszukommen. Und jetzt zeige ich euch meine eigene Capsule Wardrobe, was da so drin ist, was bei mir übrig geblieben ist und wie viele Teile es jetzt am Ende wirklich sind. Bei mir sind es sehr viele Kleider, die nicht besonders Capsule Wardrobe
geeignet sind, wenn man nach der Definition geht. Aber ich liebe Kleider, ich finde, sie sind ein Outfit in sich, sie sind ein kompletter Look, die sind einfach, ich brauche nur eins von diesen Kleidern greifen und ich bin immer top gestylt und fertig, egal ob ich geschminkt bin oder nicht. Meine Farben sind definitiv, wie ihr jetzt sehen könnt, rosé, weiß, beige, ganz, ganz wenig schwarz und ab und zu ein bisschen khaki. Ich besitze irgendwie wenig Basic Tops, eher Tops, die viel Spitze haben, Rüsche, irgendwie sehr feminin sind, viele Muster haben und bin gespannt, ob sich so ein paar Basics bei mir eingliedern, wenn ich nicht mehr schwanger bin. Ich habe das Gefühl, dass die Basics irgendwie meinen schwangeren Körper nicht so gut betonen. Vielleicht liegt es auch daran. Bin ich gespannt auf die Zeit nach der Schwangerschaft. Auch diese spezielleren T-Shirts oder Oberteile sind nicht sonderlich Capsule Wardrobe typisch, weil sie natürlich schwieriger zu stylen sind, aber dafür sind meine Hosen meistens sehr basic. Die sind entweder mit Jeans oder lockere Stoffhosen oder einfach eine schwarze Leggings. Zurzeit besitze ich auch gar keine Shorts. Ich bin gespannt, ob ich mir die nach der Schwangerschaft mal zulege, mal ein bisschen was Längeres ausprobiere. Ich habe mich irgendwie immer unwohl in Shorts gefühlt, aber zurzeit sehe ich häufig so ein paar längere Shorts, Jeans-Shorts, die ich irgendwie ganz interessant finde und ich glaube sehr cool mit meinen Oberteilen zu stylen sind. Ansonsten trage ich einfach gerne Radler-Shorts oder Sportshorts, wenn ich einen meiner lässigen Sweater trage. Und da sind wir auch schon bei meinen Sweatern. Ich habe mehr Basic-Sweater oder Pullover als T-Shirts. Die sind bei mir sehr basic, in ein paar verschiedenen Farben. Ich glaube, davon könnte ich auch noch ein bisschen was loswerden, aber die sind alle top von der Qualität und ich ziehe alle davon sehr, sehr gerne an. Deswegen bleiben die erstmal in meiner Capsule. Und ich besitze eine Strickjacke, einfach toll überall drüber zu werfen, über Kleidchen, über Tops, egal über welche Tops. Und sieht immer richtig cool aus. Anstatt Strickjacken habe ich dafür meine, wie heißen die, Hemdjacken. Davon habe ich zwei Hemdjacken, 2 Jeansjacken und tatsächlich noch ein Hemd. Das ist meine Capsule. Ich kann euch noch ganz kurz meine Schuhe zeigen, damit ihr mal seht, wie die farblich aussehen. Ich habe braune Birkenstocks, dann 2 relativ ähnlich von der Farbe gestaltete Sneakers. Also einmal hier diese New Balance Schuhe und dann auch noch meine Converse. Ich liebe Converse, die downdressen, finde ich, jedes Kleid. Also wenn ich mich mal zu schick fühle mit Kleid, ziehe ich einfach Converse an. Und Converse passen gefühlt wirklich zu allem. Und Birkenstocks halt ebenfalls. Und dann habe ich für den Winter noch meine Boots. Sorry, die sind nicht geputzt, aber ich werde sie jetzt auch erstmal einlagern, weil wir ja erstmal umziehen ins Warme und ich keine Boots brauche. Aber ich werde sie benutzen, sobald wir wieder hier im Kalten sind. Und hier seht ihr auch meine Taschen. Das sind meine 3 Taschen. Ich habe eine kleine schwarze, eine kleine weiße und diese wunderschöne Basttasche, in die besonders viel reinpasst. Die trage ich eigentlich am häufigsten. Ich trage richtig selten, wenn ich mit Kind unterwegs bin, eine von den beiden kleinen Taschen. Eigentlich immer die Basttasche, weil ich da auch für das Kind alles mit reinpacken kann. Und hier seht ihr noch meine kleine Auswahl an Kopfbedeckungen. Das sind 2 Caps, ein schwarzes und ein roséfarbenes. Schwarz super, um ein bisschen Akzent zu setzen in meinem sehr hellen Kleiderschrank. Und das Rosé passt einfach zu fast allen meinen Oberteilen, zu all meinen leichten Rosé-Tönen. Und trage ich wirklich sehr gerne, weil es so ein ausgewaschener rosaner Stoff ist und ich den sehr cool finde. Und hier seht ihr noch meinen kleinen Buckethead. Den liebe ich. Den haue ich überall rauf, wann immer ich mal fettige Haare habe oder jetzt für den Strand wird es, glaube ich, auch richtig, richtig praktisch. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Outfits kombiniert, die ich besonders toll finde und die ich sehr, sehr gerne trage. Versuche mal so ein bisschen extrem meine Sachen zu mixen und mir ein bisschen Mühe zu geben mit Outfits, die ich sonst noch gar nicht so zusammengestellt habe. Also, Clip up, viel Spaß!
ihr Lieben, das war das Video zu meiner Capsule Wardrobe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich habe noch nie so oft dieses Wort wie heute gesagt. Capsule Wardrobe. Capsule Wardrobe. Mein Freund ist auch schon super genervt von mir, weil ich seit Monaten nur von dieser Capsule rede und ich so liebe. Und ihm jetzt auch eine verpasst habe. Aber keine Sorge, das war alles mit Absprache bei ihm. Und das ist richtig, richtig gut geworden, weil er hatte unglaublich viele Sachen einfach von seiner Kindheit gefühlt noch, auf jeden Fall aus seiner Jugendzeit, und er dann wirklich manchmal einfach irgendwas gegriffen hat, was schon voll oll aussah, und jetzt sieht er jeden Tag richtig fresh aus, muss ich sagen. Ja, die Capsule habe ich auch erstellt und auch meine 2 Kinder. Mein Ungeborenes hat schon eine Capsule Wardrobe. Da gibt es einen Link zur Baby-Erstausstattung. Die ist noch minimalistischer als minimalistisch. Das ist wirklich alles, was man braucht. Also guckt es euch gern an. Ansonsten sagt mir Bescheid, ob ihr davon schon mal was gehört habt und ob ihr das praktiziert und wie ihr das Ganze so findet. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!